Nach 2 Tagen Wernigerode ging es für uns weiter über Landstraße Richtung Weida. Ein neuer Stellplatz, den wir hier besuchen, in der Nähe von einem Freibad, ländlich gelegen. Den wollen wir euch heute vorstellen. Viel Spaß mit dem Video. Hallo und herzlich willkommen, liebe Wohnmobilfreunde, liebe Mitreisenden. Wir sind im Wohnmobilhafen Aumatal. Wir sind weitergefahren von Wernigerode ins Thüringische ist das nicht, nein, das ist schon Vogtland. Du weißt das nicht, ne? Vogtland. Wohnmobilstellplatz, den wollen wir euch mal zeigen. Aumatal, ganz tolle Geschichte. Am Stellplatz haben wir auch eine Gaststätte. Da werden wir euch mal ein paar Einzelheiten mit zeigen. Hier über den Parkplatz, ihr fahrt ran. In der Regel ist hier eine Kette und mit vielen Hinweisschildern für uns Wohnmobilisten ausgeschildert. Der Platz ist relativ neu und den werden wir euch mal zeigen. Ideal für Kinder. Ihr seht schon, Chantal ist hier schon beim Federvieh und bei den Ziegen und versucht jetzt hier. Ja, probier mal, warte mal. Kriegst das Futter nicht raus, oder was? Nee. 50 Cent habe ich schon reingesteckt, aber wahrscheinlich hängt das. Wie viel hast du reingesteckt? 50 Cent. 50 Cent. Die Kette macht ihr auf, dann fahrt ihr rein und gleich auf der rechten Seite habt ihr das Häuschen zum Anmelden. Da könnt ihr euch die Briefkuverte holen mit den Informationen. Stellplätze haben wir hier insgesamt 20. Das ist der Stellplatzplan. Dann geht ihr zu dem Anmeldehäuschen, wo sich auch die Toiletten befinden. Da gehen wir dann mal rein. Da nehmt ihr euch so einen Briefumschlag. Da sind alle wichtigen Informationen drin. Das werden wir euch schon mal zeigen. Legt euren Obolus rein, euren Park-Obolus rein und schmeißt den hier in den Kasseneinwurf. Hier kommt das rein und da seid ihr angemeldet. Und wie ihr sehen könnt, das Areal ist wunderschön. Hier kann man sich auch setzen und grillen. Jeder Stellplatz hat eigene Steckdosen, zentral. Die Parzellen sind blau gekennzeichnet, sind unterschiedlich groß und wie ihr sehen könnt, ringsum sind wir umgeben von Tieren. Genau hier haben wir die Ver- und Entsorgung. Das ist richtig schön gemacht, dass sich auch keiner herstellt. Wir haben hier einen schönen großen Einlauf für große Wohnmobile. Wir haben hier einen Wasserschlauch, dann haben wir hier Frischwasser mit Start-Stopp. Da kostet 80 Liter, haben wir 1 Euro. Das ist okay. Dann haben wir hier Abwasser und Toilette. Das ist auch okay, finden wir super. Und hier haben wir 2 wunderschöne Säulen stehen. Die 2 gleichen von Weida stehen auf dem Platz. Einmal ein Sommer-WC, das ist wirklich niedlich gemacht, und einmal einen Spülraum, wo man Geschirr spülen kann. Das ist natürlich auch außergewöhnlich auf einem Wohnmobilstellplatz. Jetzt gucken wir uns mal so einen Stellplatz an. Ihr habt auf jedem Stellplatz hier ein Schild zu stehen, da steht frei. Und wenn das Schild umgedreht ist, ist das belegt. Das heißt, wenn ihr hier mal wegfahrt mit euren Camper, dreht ihr das Schild ganz einfach um und der Platz ist belegt, dass sich kein anderer auf euren Platz stellt, wenn ihr wiederkommt. Das sind die Stromsäulen verteilt über den Platz, nummeriert, und die Bezahlung vom Strom
erfolgt zentral hier an einem Automaten. Ihr seht es, 1 bis 8 verteilt. Und dann haben wir noch mal hier drüben einen stehen. Das sind weitere Steckdosen verteilt. Also ihr seht es, wunderschön ist angelegt. Hier kann man sich auch hinsetzen, hier oben. Wir haben uns einen extravaganten Platz ausgesucht, neben dem Wildgehege. Denn hier haben wir ringsum, auch für die Kinder, wilde Tiere. Beziehungsweise hier vorne hatten wir Hühner und Ziegen und hier haben wir weißes Dammwild. Und wir stehen so rückwärts eingeparkt. Das sind so extravagante Stellplätze, finden wir recht gut. Auch mit Strom, ihr seht es. Ihr habt hier die Steckdose 4 zum Beispiel. Und wir hätten jetzt hier, wir brauchen aber keinen Strom, die Steckdose 2. Und so stehen wir. Der Platz ist relativ eben. Teilweise muss man mit Ausgleichskeilen arbeiten. Und hier sehen wir mal, nach hinten ist natürlich Luft. Da wenig los ist, können wir uns so hinstellen. Hier ist der Platz 20, genau neben uns. Ihr seht es, haben auch so ein Schild dran zum Drehen. Da stehen wir wunderbar. Die dazugehörige Gaststätte, die werden wir euch noch mal zeigen. Und natürlich die Eindrücke noch mal vom Stellplatz. Der Sanitrakt, den schauen wir uns mal an und den Code, den habt ihr ja. Da haben wir jetzt hier Toiletten, schön vorgeheizt. Also einmal eine Dusche, also das sieht ordentlich aus. Sehr schön gemacht, groß. Richtig gut. Und die Toiletten. Mit Dusche. Wir haben hier 2 Duschen drin mit Toilette und Infomaterialien für die Umgebung. Duschen und Toiletten sind hier inklusive auf dem Stellplatz. Ein Besuch in der Gaststätte ist natürlich obligatorisch. Wir können es wärmstens empfehlen. Hier einige Eindrücke von den Speisen, was wir an dem Abend hier gegessen haben. Ja, liebe Wohnmobilfreunde und Campingfreunde, auch wir werden diesen Stellplatz noch einmal besuchen. Wir freuen uns, dass ihr das Video geschaut habt und einen Daumen nach oben dagelassen habt. Solltet ihr keine weiteren Videos verpassen wollen, dann freuen wir uns natürlich auf ein kostenloses Abo und ihr werdet dann regelmäßig von uns informiert, wenn neue Videos hier von uns online sind. Dann bedanken wir uns und wünschen euch eine schöne Zeit. Bis dahin, wir sehen uns auf den schönsten Plätzen der Welt. Tschüss!